Ja, hallo, herzlich willkommen bei 1000 Best TV. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Motorradfahren lernen. Diesmal geht es ums Thema moderne Fahrhilfen am Motorrad, diese mit der richtigen Fahrtechnik auch korrekt nutzen. Ja, das ist jetzt ein Video, das spricht ein breites Publikum an. Die älteren Zuseherinnen und Zuseher sollten sich vielleicht anschauen, weil es durchaus möglich ist, dass das, was Sie in der Fahrschule und bei Kursen früher mal gelernt haben, heute ganz anders praktiziert wird, weil heutzutage die Motorräder technisch auf einem ganz anderen Stand sind, durch elektronische Fahrhilfen, aber auch durch den Aufbau von Fahrwerken zum Beispiel, dass man Dinge jetzt vielleicht schon ganz anders macht, als es ihr vor 10, 20, 30, 40, 50 Jahren gelernt habt. Für die jüngeren Zuseherinnen und Zuseher ist aber auch ganz wichtig, damit ihr in eurer Fahrschule vielleicht auch aktiv darauf Rücksicht nehmt, okay, lernt mir der das richtig oder ist der Fahrlehrer vielleicht ein Typ, oder die Fahrlehrerin, die das noch aus der alten Schule lernt und sie mit dem Thema ABS, Traktionskontrolle und so gar nicht so wahnsinnig intensiv beschäftigt hat. Wir beschäftigen uns jetzt intensiv mit diesen Themen. Wie könnt ihr diese Fahrhilfen für eure Fahrsicherheit, für eure Fahrtechnik nutzen? Da spreche ich mit Technikern, mit Fahrtechnikern, mit Rennfahrern und mit normalen Motorradfahrern für euch, für dieses Video. Das ist meiner Meinung nach eine wirkliche Frage des Zugangs. Wir sind früher immer ohne Traktionskontrolle gefahren, da haben die Motorradl auch schon 160, 170 PS gehabt, das ist ganz locker gegangen, es war ganz leicht Hand zu haben. Man hat sich halt bewusst sein müssen, dass wenn man jetzt halt umdreht den Gasgriff wie ein Geistesgestörter, dann wird man halt auch geistesgestörte Gewalt ausfassen und man wird wahrscheinlich auf der Pappen liegen. Und was dann auch noch war, man hat halt ein gewisses Sensorium entwickelt für diesen Hinterreifen. Rutscht er jetzt oder rutscht er nicht, wie? Also ist man halt relativ bewusst gefahren. Jetzt mit diesen Traktionskontrollen, die mittlerweile ja auch schon wirklich toll sein, absolut toll sein, ist es leichter, schnell zu fahren. Es ist auch hundertprozentig sicherer, schnell zu fahren. Und wenn es jetzt dir darum geht, dass du schneller oben bist beim Gipfelwirt und entspannter bist, dann würde ich sagen, brauchst unbedingt so eine Traktionskontrolle, weil dir das einfach mental komplett entlastet, weil das Sicherheitssystem gibst quasi in diese Elektronik ab und es funktioniert wirklich gut. Du musst dich selber nicht mehr so viel drum kümmern und deswegen kostet dir das weniger Soft. Wenn es dir jetzt aber geht um dieses unverfälschte, echte, leibernde, selbstbestimmte Motorradfahren, dann würde ich sagen, na, dann brauchst du auch keine Traktionskontrolle. Also weil diese Z900 angesprochen hast, die hat keine gehabt, die fährt trotzdem ganz, ganz super. Das kannst du trotzdem toll handhaben. Aber im Ernstfall, es kostet die mehr mentale Kapazität. Die Technik hat sich gerade in den letzten 10 Jahren gewaltig entwickelt. Die Technik ist, wenn man nicht von der falschen Seite kommt und sich jetzt drauf verlässt, ja, digital fahren ist ja wurscht, ich habe ja Traktionskontrolle, vergisst man aber, dass vielleicht 4 Grad Außentemperatur hat, der falsche Reifen drauf ist und der auch noch alt ist. Ja. Und dann ist das Motorrad schuld, wenn ich stürze. Ja. Wenn man von der richtigen Seite kommt und irgendwie so die Grundparameter beherrscht und ein Gefühl hat auf dem Motorrad und ein bisschen ein Grundverständnis, was wäre wenn oder was passiert, wenn ich was mache, dann hilft die Technik echt super, gerade in diesen Situationen wie vorher geschildert, weil ich halt nicht immer allein auf der Welt bin, sondern permanent irgendwelche Überraschungen auf mich warten oder Einflüsse von außen kommen. Und von daher würde ich hundertprozentig, ohne es zu wissen, sagen, dass dadurch definitiv deutlich weniger Stürze passieren. Also einfach auch dumme Sachen, die früher schief gegangen sind, obwohl einer gar nichts dafür kann, rettet heute unter Umständen, sehr häufig vermutlich, die Technik. Ja. Und was ich auch sagen würde, ich bin ja selber früher einmal Rennen gefahren, früher war es echt spannend, mit den dicken Kisten, mit viel Leistung und schlechten Fahrwerken und ohne Regelsysteme Gas zu geben. Da hat man immer irgendwie so, war man nah am Limit im wahrsten Sinne des Wortes. Heute können viel mehr, also wesentlich größere Breite von Menschen auf einem sehr hohen Niveau schnell Motorrad fahren auf der Rennstrecke, als das früher der Fall war. Früher hat sich da die Spreu vom Weizen schon viel früher und viel deutlicher getrennt. Heute, so ein Doppel-R,
wenn ich nicht alles komplett falsch mache, ja, und ein Grundverständnis habe und auch eine Traute habe, dann kann jeder mal richtig schnell fahren mit dem Ding. Ganz schnell ist dann nochmal ganz was anderes, aber trotzdem die Breite derer, die wirklich Spaß haben auf der Rennstrecke und auch schon ordentlich vorwärts kommen, wird durch die Technik viel, viel größer, als das früher der Fall war, meiner Meinung nach. Regen ist so eine Sache, da muss ich tatsächlich zugeben, sind moderne Regelsysteme für mich auch ein gewisser Polster, also eine Sicherheit, die ich habe, wenn ich sie vielleicht brauche. Auch wenn ich so fahre, dass ich es nicht brauche. Es ist immer eine Traktionskontrolle im Regen viel angenehmer eben zu haben und auch ABS-Systeme und Kurven-ABS. Ich meine, moderne Systeme wie eben moderne ABS-Systeme regeln schon so feinfühlig und angenehm, dass sie mich nicht mehr stören. Alte ABS-Systeme, ich hatte halt das, wie soll ich sagen, also es war kein Vergnügen mit alten ABS-Systemen zu fahren, die einfach Vor- und Nachkurven und dauernd irgendwo geregelt haben, wo du es nicht wolltest. Das machen moderne Systeme nicht mehr und es ist einfach natürlich, wenn du es kaum spürst, ist es angenehm, es zu haben als Polster. The basics still apply. There are solid, hardcore, just like physics or like chemistry or biology. The basic rules for how you operate the various controls of the motorcycle, how you relate to the motorcycle, how you choose lines, how you use your eyes, all the visual skills, right? These are all things that we cover in the school, and they haven't changed a bit because all motorcycles still have the same limits, right? You still have a lean angle limit. You still have traction limit, right? You say, oh, I got traction control. No. That doesn't save you, right? Riders can outsmart the traction control, right? I'm not saying it's not effective. It's hugely effective. It's so effective that when we changed from the 600 bikes that we used to use at the school, for 30 years, we used 600-sized motorcycles, right? Mid-sized motorcycles. We changed to the S1000RR in 2010 when the bike first came out, and our crash rate went down by 40%. That is huge. And of course, we loved it. Students loved it. So what happens with the electronics is the electronics offer a kind of a buffer, right? So that things don't happen quite so fast. So the rider doesn't have these, knee-jerk reactions to try to correct this problem that they're having, a little bit of slip or whatever it is. So it just kind of draws it out just a little bit so that they don't go, and do the wrong thing and grab the brake or chop the gas or whatever. So this is the benefit of the electronics. And the electronics are in full use all the time for all the students, yes. Man hat Automatismen im Hintergrund laufen, die sich über tausende Kilometer automatisch einprägen. Und wenn man dann solche Assistenzsysteme am Fahrzeug hat, muss man einfach das Vertrauen entwickeln, diesen Systemen auch wirklich das zuzutrauen, ans Limit zu gehen. Wobei man da, ich glaube, das ist ein guter Punkt, auch noch mal ein bisschen darauf eingehen sollte, dass das nicht alle Situationen meistern kann. Also das kann sehr viel, aber es verhindert nicht in jeder Situation einen Sturz. Das muss man auch dazu sagen. Wenn ich wirklich in Schräglage bin, in voller Schräglage, wo ich schon am Limit der Haftgrenze von den Reifen nur durch die Seitenführung bin, reicht der kleinste Impuls aus, um den Reifen aus seiner stabilen Zustand zu bringen, indem ich eben einen kurzen Bremsmoment drauf gebe oder hinten ans Gas gehe. Da kann man auch helfen dann auch in diesem Fall die besten Traktionskontrollen und Bremssysteme nicht, da in jedem Fall einen Sturz zu verhindern. Also das muss man sich ein bisschen bewusst sein. Man unterliegt nach wie vor noch ein bisschen den physikalischen Gesetzen. Die Regelungen tun sich zwar leichter, die Grenzen auszuloten, aber es kann sehr wohl auch passieren, dass ich mit denen die Grenzen überschreite. Wenn der Reifen durch ein schlecht abgestimmtes Fahrwerk nicht den Bodenkontakt halten kann, dann tut sich das ABS auch umso schwerer, das permanent am Rollen zu halten.
Das bedeutet, bei maximaler Regeleingriff vom ABS tut sich ein ABS-System mit einem guten Fahrwerk deutlich leichter und kann das Fahrzeug in viel kürzerer Zeit zum Stillstand bringen als mit einem schlechten. Also das ABS selber ermöglicht jetzt nicht alles. Das hilft zwar enorm, um das alles zu optimieren, aber auch das baut in Wahrheit nur auf den mechanischen Grip der Reifen auf. Das gilt auch für die Traktionskontrolle hinten. Die kann nur so gut arbeiten, so gut der mechanische Grip vorhanden ist im Fahrzeug. Wenn hier das nicht passt aufgrund von falscher Abstimmung oder mangelhaften Service, tut sich die Traktionskontrolle auch noch schwer. Also diese elektronischen Fahrwerke sind natürlich aus Sicht der Motorradhersteller eine wahnsinnig tolle Sache, weil sie technisch eine Verbesserung fürs Motorrad bringen. Ich muss sagen, in der Praxis, ganz ehrlich gesagt, glaube ich, dass sie schon alleine deswegen ein Plus an Sicherheit bringen, weil sie ganz pragmatischerweise dafür sorgen, dass die Leute dieses Fahrwerk-Setup überhaupt benutzen und überhaupt die Möglichkeit nutzen, ihr Fahrwerk einzustellen. Bei mechanischen Fahrwerken ist dieses Fahrwerk einstellen einfach zu unkomfortabel und dann fahren die Menschen da draußen mit schlecht oder falsch eingestellten Fahrwerken in der Gegend rum, was natürlich für die Sicherheit nicht leiwand ist. Wohingegen, wenn man das elektrisch machen kann, elektronisch einfach durch einen Drücker, dann ist die Chance viel größer und ist in der Praxis viel öfter mit einem richtig eingestellten Fahrwerk unterwegs. Und schon allein deswegen ist in Summe so ein elektrisches Fahrwerk, so ein elektronisches Fahrwerk aus meiner Sicht ein großes Plus für die Fahrsicherheit, einfach aufgrund der Tatsache, dass die Leute dann draußen das Ding auch nutzen. Weil speziell in diesem, sage ich jetzt einmal, sehr stark motorisierten Bereich, auch bei den Tourenmotorrädern, wenn man mal 150, 160 PS unterm Hintern hat, ich denke, dass das für viele Motorradfahrer ohne Traktionskontrolle, ohne gewisse Helferlein nahezu unfahrbar ist. Speziell bei wechselnden Verhältnissen. Und wenn ich jetzt einmal in den Regenmodus schalten kann und da habe ich andere Leistungsentfaltungscharakteristik und vielleicht nicht die volle Leistung, dann macht es das definitiv sicherer. Wenn ich ein Motorrad mit 50 PS habe, brauche ich das vermutlich nicht so. Aber ich denke, das ist eine Notwendigkeit, auch wegen dieser Leistungssteigerung, die ganzen Motorräder jetzt mitgemacht haben in den letzten Jahren. Und das ist eine Grundvoraussetzung, glaube ich, für viele, dass sie überhaupt sicher fahren können. Ich bin ein Freund von den Helfern. Es ist leider eben, wenn sich jemand leider mehr auf die Helfer verlässt und das Hirn ausschaltet, das ist so oder so Kacke. Nicht? Wie man es auch immer formulieren will, eine Unterstützung ist definitiv da. Man sollte sich jetzt natürlich nicht bedingungslos auf das Fahrerassistenz verlassen, aber dennoch sehen wir, dass gerade die modernen Fahrerassistenzsysteme in vielen Bereichen nochmal Unterstützung bieten und dem Fahrer hier auch beim Talent ein bisschen helfen. ABS-Systeme, die Weiterentwicklung der ABS-Systeme, Kurven-ABS-Systeme etc., die setzen dann oft schon da an, wo vielleicht das Talent des Fahrrads auch aufhört. Die Traktionskontrollen haben da auch viel dazu beigetragen. Wenn man sich heute ein Supersportmotorrad anschaut, ich meine, vor 10, 20 Jahren dann konnte man so ein Motorrad noch sehr, sehr einfach nach hinten überschlagen und nach vorne überschlagen. Das ist ja heute nicht mehr möglich. Und an der Stelle sieht man schon, da ist eine Unterstützung da. Die Motorräder fahren heute de facto deutlich sicherer, was wir übrigens auch in der Unfallstatistik sehen. Die Unfallzahlen gehen nach unten, obwohl immer mehr Motorräder im Markt sind. Und da lesen wir schon daraus ab, dass hier eine Wirksamkeit dieser Systeme da ist. Definitiv, ja. Erfahrungen haben wir mittlerweile sehr, sehr viel. Ich glaube, einer der ersten, der es getestet hat, war, glaube ich, Zonko bei der Pressevorstellung. Das war schon mal für uns auch sehr, sehr spannend. Ich glaube, für ihn ja auch. Den Bericht haben wir alle hier sehr interessiert verfolgt. Wir haben seit Anfang 2017 mittlerweile 60.000 bis 70.000 Fahrzeuge mit eCall verkauft, mit dem roten Knopf. Wir haben eine doch relevante Anzahl an automatisierten Auslösungen. Es gibt ja zwei Funktionen im eCall. Einmal die automatisierte Auslösung im Unfallfalle und dann die manuelle Auslösung. Und wir haben auch wirklich eine relevante Anzahl von automatisierten Auslösungen.
und doch eine hohe dreistellige Zahl an wirklich konkreten Rettungseinsätzen europaweit, wo wir über dieses eCall-System dann auch Hilfe angefordert haben und dann auch bekommen haben. Sagen wir so, die ganze Elektronik ist sicher eine Fahrerleichterung, braucht man gar nicht reden. Das ist für alle Biker, und da rede ich nicht nur von Fahranfängern, sondern auch von sehr, sehr routinierten Bikern, wo das ein sehr großer Bonuspunkt ist. Und natürlich hat man bei uns die Möglichkeit, das zu probieren, sei es beim Bremsen, wo man mal im ABS-Bereich bremst, sei es vielleicht beim Außerbeschleunigen, bieten wir auch mittlerweile Trainings an, wo man die Traktionskontrolle mal spürt, gell, wo man da auf sensiblen Belegen beschleunigt. Oder beim Bremsen auch, wo man teilweise über Zebrastreifen bremsen, also wo es auch im Alltag passieren kann. Und das ist natürlich auch ein Thema, sage ich mal, wo man da die Sensibilität von unseren oder von den elektronischen Helfern sich ansieht oder er bremst oder er fährt. Straßenreifen, ABS eingeschalten lassen. Geländereifen, ABS ausschalten. Dann gibt es aber auch, dass Leute kommen mit Heidenau oder mit einem Anarchy Wild oder so irgendwas. Das heißt, das sind so Mischreifen, die sowohl als auch gehen. Da muss man das dann sehr individuell halt abschätzen. The situation of the rider having a bad line through the corner and them having to add lean to stay on the road or stay in their lane or stay on the track, and adding too much throttle is still a problem, right? The traction control is not magic, right? It is a great assistant, but it does not cover all errors. Bei meinen Motorrädern, die ich gefahren habe, da war noch nie ein ABS vorhanden. Wenn du den normalen Kabelstrang und normale ECU, die Steuereinheit tauscht gegen das rennfertige System, dann ist kein ABS mehr vorhanden. Und also ABS habe ich noch nie genützt, aber alle anderen Fahrhilfen sehr wohl. Und das hat mir auch einmal das Leben gerettet, nämlich diese Anti-Wheelie, wie ich das erste Mal auf der Nordwest war. Da ist eine Passage, wo du mit über 300 einfach über so, du fährst einfach geradeaus, es sieht alles geradeaus, aber es ist so, wie soll man sagen, es ist so eine Querstraße und dann hast du so eine leichte Erhöhung drinnen und da springt das Motorrad dann in einen Wheelie, speziell wenn du eben sitzen bleibst auf dem Motorrad ganz normal, weil du das nicht weißt. Und sobald der Wind dann unten reinfährt mit über 300, dann macht das Motorrad so. Und genau so hat es gemacht und die Anti-Wheelie-Kontrolle hat mich dann wieder runtergebracht. Also wenn ich die nicht gehabt hätte, wäre ich in meiner ersten fliegenden Runde auf der Nordwest 200, hätte ich einen Rückwärtssalto mit über 300 gemacht und wäre sicher nicht gut ausgegangen. Und seitdem lasse ich es immer eingeschalten und probiere aber trotzdem dann mit dem Gas noch ein bisschen das Motorrad so geschmeidig wie möglich zu bewegen. Auf das kommt es wirklich sehr drauf an am Road Racing, dass du auch mit dem Gas und mit dem Körpereinsatz das Motorrad kontrollierst und nicht nur mit elektronischen Fahrhilfen. Das heißt, ich muss wissen, welche Funktionalität deckt mein System ab. Das ist nicht so. Ganz am Anfang waren wir ganz konservativ unterwegs und haben gesagt, ein ABS unterstützt nur geradeaus. Genau aus diesem Grund, weil es so viele Abwechselbarkeiten gibt. Und wir haben auch immer gesagt, das ist kein Hinterradabheberegler, der dich sicher vom Überschlag bewahrt, sondern es ist ein Assistent. Wenn ich über eine Kuppe bremse und am denkbar ungünstigsten Zeitpunkt die Bremse betätige, dann wird ein großer Gradient in die Abhebung reinkommen. Und den muss man das System rechtzeitig erkennen und abfangen. Und da hängt es ganz stark von der Sensorik ab. Nee. Also es gab eine Zeit mit dem ersten Integral-ABS von BMW. Das waren 4 getrennte Kreise, die alle 4 mit einer ganz komplizierten Prozedur entlüftet werden mussten. Aber unsere heutigen gängigen ABS-Systeme, sage ich mal seit 2007 im Markt, die sind ganz normal zu entlüften wie eine Nicht-ABS-Anlage. Also Entlüfter am Sattel und von der Pumpe durchpumpen.
Also erstmal muss man immer wieder natürlich ABS nennen. Das war einer der größten Schritte in der Motorradsicherheit, ganz sicherlich. Denn heute Motorradfahren hat sich zu Motorradfahren von vor 20 Jahren schon sehr, sehr stark weiterentwickelt. Heute wissen die Kunden, dass sie die Bremse eigentlich zu jedem Zeitpunkt voll nutzen können und dass wir sehen auch, dass das eben entsprechend genutzt wird. Und das ist ja gerade bei Kollisionsunfällen wichtig, dass relativ schnell Energie rausgenommen wird. Mit einer ABS-Bremse funktioniert das natürlich deutlich besser, deutlich zügiger als mit einem System ohne ABS. Und da haben wir natürlich auch einen Einfluss bei den Kollisionsunfällen. Ja, bin gespannt, wie Sie das seht. Wir haben ja da wahnsinnig, wie soll ich sagen, divergierende Meinungen und so auch wirklich Konflikte manchmal. Auf der einen Seite, diese Motorräder mit den modernen Fahrhilfen sind ein bisschen verpönt, da muss man nicht mehr Motorrad fahren können. Auf der anderen Seite bieten sie ein Quäntchen mehr an Sicherheit, ein Quäntchen mehr an Komfort. Wie seht ihr das? Welche Fahrhilfen am Motorrad sind für euch persönlich okay, leibend, empfehlenswert und welche sind einfach too much? Postet es unten drunter, bereichert so ein Video immer enorm und vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für einen Daumen rauf. Tschüss und Baba.